Auf dem Weg ins Achtelfinale wartet der nächste Kracher, das nächste Schwergewicht im europäischen Fußball, der FC Arsenal. Als Auswärtsspiel. Ja, wir sind auch hier, also was heißt auch, wir sind hier Tabellenführer in der Champions League. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen nach den letzten Liga-Begegnungen, wenn ihr die gesehen habt. Da wird einem manchmal Angst und Bange, aber egal. Fakt ist, dass wir Erster sind, dass wir heute ins Achtelfinale einziehen können, wenn alles gut läuft. Aber dazu muss halt, wie gesagt, heute echt eine Leistungssteigerung her. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so wird wie die anderen Champions League-Spiele, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Aber ja, also Dimitriou ist zurück. Hat ja ein Spiel Sperre abgesessen, darf jetzt also wieder spielen. Und ansonsten bleibt die Mannschaft auch gleich. Aber die Leistung muss halt eine ganz, ganz andere werden, eine bessere auf jeden Fall. Oh, Santos, ihr seht, wie hoch Arsenal presst. Spielen im 4-3-3, ich glaube mit einem 6er, 2 Achtern. Und wir gehen es einfach an wie immer. Wir spielen nach vorne, feucht, fröhlich, ja, ohne irgendwelchen Druck, weil den haben die anderen. Weil Arsenal ist auf dem 11. Platz, die müssen also, wenn sie die Playoffs umgehen wollen, hier heute gewinnen. Und das könnte vielleicht unsere Chance sein, ja. Wenn ich hier mit dem Remis vom Feld gehe, bin ich auch zufrieden. Ich möchte ja weiterkommen ins Achtelfinale. Und da sind wir auf einem guten Weg. So, Ekitike vorne, Adingra auch. Oh, die laufen beide durch. Schade. Ja, Zuschauer sind da natürlich. Ja, Arsenal, Vlahovic, Doué. Oh Gott. Auch zwei richtig geile Spieler, die ich auch gerne bei mir hätte. Also Doué auf jeden Fall. Der ist ja so auch einer der vielen Shootingstars der nächsten Jahre wahrscheinlich im europäischen Fußball. Also von dem werden wir, glaube ich, auch noch einiges hören. Aber wir haben die Chance umzuschalten. Listec gegen Saliba. Oha. Einer der besten Innenverteidiger der Premier League. Aber das macht Listec. Und Adingra, nee, Ekitike nehmen wir mit. Der ist frei, Ekitike. Und die erste gute Chance für uns. Fofana setzt gleich mal nach. Ja, und da kannst du halt nichts gegen machen, wenn die sich so befreien. Da kannst du nur zuschauen. Du musst deine Augen überall haben quasi, aber so schnell geht's halt auch nicht. Und das geht halt zu einfach. Saka, Brown, ja, muss auch mal die Grätsche raus. Da müssen wir auch mal grätschen, auch wenn das viel risikobehaftet ist. Aber irgendwas müssen wir halt machen, um den hier zu stoppen. 90 Minuten verteidigt bekommst du den nicht. Und du wirst auch Arsenal nicht 90 Minuten vom eigenen Tor fernhalten können. Aber wir können es versuchen, es zu minimieren. Wir können es nicht ganz verhindern, aber wir können versuchen, die Angriffe zu minimieren. Indem wir auch einfach mal wieder unser Spiel hier aufziehen. Versuchen, unser Spiel aufzuziehen. Ekitike, Usun. Ja, guck, damit hat er gerechnet. Diesen Move nach hinten. Woher wissen die das? Nächste Chance. Oh, war da kein Foul? Offensichtlich nicht. Nächste Chance, Doué. Achtung, wenn der einmal durchbricht, dann ist vorbei. Dann muss Rega mit hin. Ja, dann können sie spielen. Dann machen wir die Mitte wieder zu. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder nach außen. Vlahovic, Saka. Ja, das kriegen wir momentan gut verteidigt hier im Mittelfeld. Das machen Koopmeiners und Fofana ganz gut. Und dann hier, da müssen wir auch da sein. Robin Koch gegen Vlahovic. War auch ganz gefährlich und Brown. Ja, Eckball. Wir kriegen viel zu tun heute. Also im Vergleich zu dem Spiel gegen Mainz und auch gegen Augsburg, das war da nicht so viel. Die waren halt einfach nur effizient, die Gegner, vor allem Augsburg. Aber Arsenal, die werden uns schon vor größere Probleme hier stellen, ganz klar. Saka, oh, denn da darf er nicht durchkommen. Und dann spielen wir das natürlich ganz souverän hinten raus. Warum auch nicht. Aber zu souverän sollten wir es dann halt auch nicht machen, weil dann kommt Arsenal nämlich. Oh, und das war auch ein Fehlpass mit Ansage. Das war wieder schlampig. Und diese schlampigen Zuspiele, die gehen halt auch nicht immer gut. Irgendwann nutzt das halt der Gegner aus und dann sind wir selber schuld. Ich will es immer hinten rausspielen, aber ihr seht, da ist auch viel Risiko mit dabei. Und ab und zu geht dann halt auch leider mal ein Ball schief. So, nächste Chance vielleicht für uns. Adingra gegen Santos. Adingra ist schnell und Ekitike eigentlich auch. Diesmal Usun über außen, vertauschte Rollen. Wie gut kriegen wir es ausgespielt? Usun und jetzt Ekitike. Vielleicht aus Spitzenwinkel. Ja, immerhin mal ein Eckball für uns. Die Abwehr kann sich ein bisschen erholen.
Und jetzt vielleicht durch den Eckball. Da warte ich ja auch noch drauf. Irgendwie haben wir schon mal ein Tor nach einer Ecke gemacht. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt. Dimitriou gerade. Der Rückkehrer. Das wäre halt zum Beispiel auch so ein Mann. Der ist gefühlt 2 Meter groß mit seinen 17 Jahren. Der kann da auch schon mal einen Kopfball gewinnen. Usun. Blockt natürlich. Adingra nochmal. Oh, der ist weit und lang in der Luft. Koopmeiners kommt ran. Ah, schade. Wenn ich den Ball ein bisschen besser vor die Füße bekommen hätte, dann hätte ich geschossen. Weil das sind so 20, 25 Meter, da kannst du ruhig mal raufknallen und dass der das drauf hat, hat er auch schon mal gezeigt. Öfter. Nächste Chance, Doué, Rega, da wird Vorteil angezeigt, Doué ist aber durch. Gegen Dimitriou, Achtung, Robin Koch kommt da auch nicht ran, aber Santos, sehr gut. Schöne Parade, gut gehalten, muss er sich auch lang machen, braucht er seine ganze Körpergröße. Und der Eckball Rasmussen. Oh, da kommt Vlahovic, glaube ich, ran. Koch. Oh, schon wieder sowas Schlampiges. Ne, das meine ich. Irgendwann geht das halt auch nicht gut. Koopmeiners. Achtung. Und wieder Santos. Ja, besser verteidigt bekommen wir das momentan nicht. Wir brauchen natürlich auch einen Keeper, der einen guten Tag hat. Die Schüsse waren jetzt Gott sei Dank noch nicht so doll geschossen. Also nicht mit 400, 500 km/h gefühlt. Achtung, Santos im Nachfassen. Die muss er natürlich halten, aber halt auch nicht ganz so leicht. Schauen wir mal, Santos kriegt er den. Oh, super Abschlag. Geil, Junge, super. Adingra hat vielleicht nochmal die Chance. In der Nachspielzeit, gibt nochmal einen Freistoß und auch eigentlich gelb. Ja, ich könnte Schiedsrichter werden. Breno Santos. Ist auch, glaube ich, ein Nachwuchsmann, oder? Sieht so aus. Nochmal die Chance durch Koopmein. Das ist eine merkwürdige Freistoßposition, aber wenn wir den hier rumgezirkelt bekommen. Ich probiere es einfach ganz knapp am äußersten Gegner vorbei. Koopmeiners, ja, abgefälscht. Und dann ist Halbzeit. Also, es ist nicht viel von unserer Seite. Hinten haben wir Glück. Verteidigen gut, haben einen guten Keeper, 0-0. Da werden schon Erinnerungsselfies geschossen. Ja, kann ich verstehen, wenn Eintracht Frankfurt zu Gast ist. Da muss man immer mal ein paar Erinnerungsfotos schießen. Und ansonsten würde ich es auch einfach so lassen. Also wir stehen gut, das sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Ja, ist halt auch wieder international. Ne? International sieht das immer ein bisschen anders aus. Also da hat uns Augsburg zum Beispiel mehr Probleme bereitet, was jetzt nicht heißen soll, dass Arsenal schlechter ist als Augsburg, aber ich will es ja nur sagen, wie es ist und wie es war. Aber mal gucken, wie es wird vielleicht in Halbzeit 2. Vielleicht wird es ja ein bisschen besser. Vielleicht, wenn Arsenal mehr riskiert, aufgrund der Tatsache, dass sie halt nicht auf einem direkten Platz fürs Achtelfinale stehen, dann ergeben sich vielleicht Chancen für uns. Hier, vielleicht die erste. Listic, Usun. Ekitike in der Mitte. Ja, kommt hinten Fofana, allein gegen alle. Ja, kann er ruhig mal schießen, warum nicht? Und dann gibt es einen Eckball. Und Chance Nummer, weiß ich nicht wie viel, aus einer Ecke ein Tor zu machen. Koch verlängert zwar, aber da ist da keiner, aber Brown ist da. Oh ja, der hat eine schöne Position. Aber leider zu wenig Kraft. Wenn das Koopmeiners gewesen wäre. Ach, Alisson. Ja, ein Duell der beiden brasilianischen Keeper heute. Die Gegenwart gegen die Zukunft wahrscheinlich. Also früher oder später muss Santos der nächste Nationalkeeper werden von Brasilien. Da kommen sie gar nicht drum herum. Wenn sich noch irgendwo jemand Besseres aus dem Boden gräbt. Achtung! Usun! Mit dem Kopfballtor 0:1. Völlig unerwartet. Da habe ich jetzt selber so ein bisschen gezuckt. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er erstens an den Kopfball rankommt. Aus 16 Metern, ey. Zack. Aus 16 Metern Kopfball. Auch ein sehr, sehr schönes Tor. Auch, ja, eigentlich sehr untypisch. Den dann so über den Keeper rüber zu lupfen, das ist schon krass. Sehr, sehr schön. Usun, 1:0. Ja, und das ist wieder die Champions League. Das ist einfach unser Wettbewerb oder generell international. Ja, aber auch wie das wieder zustande kommt. Aber ist doch schön. Schönes Tor. Wird man sich vielleicht noch ein bisschen dran zurückerinnern. Kommt mit in die Kategorie schönste Tore der Saison. Und jetzt kommt Arsenal über Vlahovic. Die sind natürlich jetzt ein bisschen angestachelt. Achtung! Und jetzt geht's los mit dem Tore-Schießen. Doué 1:1. Ja, wieder die berühmte Ketchupflasche, ey. 50 Minuten lang passierte nichts und dann 2 Tore in 2 Minuten. Da stehen wir auch eigentlich gut, aber Rega verliert dann Doué
im Rücken, aus den Augen. Ja gut, und dass der reingeht, da kannst du schon die Uhr nachstellen. So, 1-1. Auch heute also nicht zu 0. Gut, hätte mich auch gewundert, wenn wir zu 0 gespielt hätten. Das bekommen wir wirklich selten hin. Da muss wirklich alles zusammenkommen, dass wir mal zu 0 spielen, egal gegen wen. Jetzt ist halt Arsenal auch so ein bisschen angestachelt. Die wollen und müssen vielleicht jetzt auch mehr zeigen. Brown kommt nicht in Zweikampf. Saka, da kommt Fofana dazu. Kommt auch nicht ran. Und dann gibt es halt die Quittung. 2-1. Arsenal dreht das Spiel innerhalb von 5 Minuten. Ja, auch wieder unnötig. Also entweder hole ich mir die gelbe Karte aus und ab. War halt auch mein Fehler. Entweder grätsche ich da, dann gibt es halt gelb. Oder ich muss vorher den Zweikampf gewinnen. Aber ihn so durchlaufen lassen, das geht einfach nicht. Das ist ein Geschenk für Bukayo Saka. Der als Linksfuß ist die ideale Position für den da hier. Auch da Fofana. Warten wir auch einfach zu lange und dann werden wir halt so eiskalt abgekocht. Und dann steht es 2-1 für Arsenal. Und somit würden sie, glaube ich, wieder auf den Platz springen, der direkt fürs Achtelfinale berechtigt wäre. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Wir können... Oh, Fofana, Fehlpass. Wir können auch aus so Situationen auch immer wieder zurückkommen ins Spiel, aber nicht, wenn wir so ungenau spielen. Das wird dann nicht funktionieren. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass Arsenal richtig aufdreht. Dass sie nochmal 1-2 Gänge hochschalten, dass sie uns wahrscheinlich noch ein drittes Tor hinten rein drücken. Vielleicht auch nicht. Usun. Listic. Vielleicht mit ein bisschen Entlastung. Gegen Ben White, aber da kommt halt sonst niemand als Unterstützung. Usun ist wieder hinten. Fofana läuft ein. Fofana ist da! Und gleicht aus! Wieder 4 Tore. 4 Spektakel innerhalb von einer Viertelstunde fallen hier 4 Tore. Wir gehen in Führung, sind im Rückstand. Wir kommen wieder zurück. Also Moral, das kann man uns nicht absprechen. Die haben wir auf jeden Fall. Hier, schön gespielt. Da läuft Fofana ein, nimmt ihn gut mit, hat dann genau so viel Platz, dass er ins Tor schießen kann. Zack, einmal vorgelegt, da kommt dann auch Thomas Partey oder wer das war, weiß ich nicht, zu spät, oder? War es Partey? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den Ausgleich, ey, Wahnsinn. Und wir haben, nein, ich möchte gerne hier auf mein Teammanagement gehen und ja, ein bisschen wechseln muss ich. Die werden sonst Platz, Skiri hätte ich auch reinbringen können, die werden dann platt sein. Hier machen wir Paxton Aronson. Wir bringen ruhig wieder Skiri rein. Das hat gegen Mainz ganz gut funktioniert. Ich bin jetzt mal abergläubisch und sage, komm, mit Skiri auf dem Platz funktioniert das genauso wie gegen Mainz. Vielleicht macht er auch wieder einen Doppelpack. Würde ich unterschreiben. Würde ich nehmen. So, was macht Arsenal? Ist die Frage. Jetzt kommt erstmal Usun. Schön. Zweikampf gewonnen. Und schnell umgeschaltet. Listic, Duro. Usun außen läuft mit. Es war übrigens Tomori in der Abwehr. Der Mann mit der Nummer 22. Und jetzt kommt der Mann mit der Nummer 28. Can Usun. Pfosten. Und wieder nach hinten. Die Verteidigung. Die müssen längst schon alle wieder mit nach hinten. Die traben zurück. Die müssen im Vollsprint nach hinten. Allesamt. Alle mit nach hinten sprinten. Ja, müssen auch hinten mit aushelfen. Nicht immer nur vorne rumstehen. Weil Arsenal ist zu schlagen. Die stehen jetzt hoch mit 4 Mann. Nur können wir das ausnutzen. Ja, reicht da für unsere Qualität? Ich sage mal ja. Warum nicht? Duro ist durch. Duro ist durch, aber der Ball, er ist zu lang. Schade, ist er auch nicht schnell genug. Kriegt er leider nicht. Ein schönes Spiel, gefällt mir. Solche Spiele international gegen solche Teams, die machen doch mit am meisten Spaß hier in dieser Karriere. Jetzt kommt Vlahovic. Achtung, oh, der ist durch. Lienhardt mit der Grätsche. Lienhardt mit der Grätsche. Aber aufgepasst, Arsenal kommt. Rasmussen, Skiri kommt nicht ran. Und Merino ist durch. Mikel Merino. Pfosten, weiter geht's. Achtung, Doué. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Auch das brauchen wir. Spielglück. Dass der Ball vom Pfosten nicht reinspringt, sondern einfach raus. Das geht dann auch wieder zu schnell. Da kannst du nichts machen. Kannst immer wieder nur antizipieren und hier hoffen, dass du im richtigen Moment da bist, wie Skiri. Oh, Fehlpass. Nee, Freunde, das geht nicht, ey. Das ist auch dann phasenweise zu leicht. Achtung, Tchouaméni, von dem haben wir auch wenig gesehen, ehrlich gesagt.
Ich wusste bis eben gar nicht, dass er spielt. Wäre jetzt nicht am Ball gewesen. Adingra kommt. Das sind die letzten Momente jetzt hier. Nochmal eine Chance für uns. Nochmal Einwurf. Gibt's hier den Last-Minute-Sieg? Wer kommt bei Arsenal? Jesus kommt für Doué. Und bei uns kommt Adingra und Rega. Adingra nimmt nochmal Uso mit in der Mitte. Da ist natürlich Skiri, wer auch sonst. Freischuss kriegen wir nicht, aber wir spielen uns so nochmal eine Chance vielleicht raus. Nein, Duru wird da abgegrätscht. Gut, dann sehe ich jetzt zu, dass es hier beim 2-2 bleibt. Dann nehmen wir wenigstens einen Punkt mit. Dann bin ich zufrieden. Da muss jetzt mal die Grätsche her. Jawohl, Skiri. Aber Arsenal kriegt noch eine Chance. Es sei denn, die spielen das jetzt hier ganz in Ruhe zu Ende. Dann war es das. Ja, spielen sie in Ruhe zu Ende. Und somit geht das hier mit einem 2-2 zu Ende. Wildes Spiel, vor allem natürlich wieder in der zweiten Halbzeit. Aus einer Führung in Rückstand und dann nochmal zum Ausgleich gedreht. Ja, wie gesagt, das zeigt Moral. Das zeigt, dass wir Charakter haben und Moral zeigen und immer wieder zurückkommen. Ein Punkt, damit kann ich leben. Und Arsenal, die müssen jetzt ein bisschen zittern, wenn sie noch direkt ins Achtelfinale wollen. Hier sehen wir noch ganz schnell ein paar andere Ergebnisse. Dortmund spielt unentschieden in Barcelona. Ist ja auch für uns gar nicht schlecht. Für die Mannschaften, die halt hinter uns stehen. Ach, und jetzt die Bayern. Ja, super. Die kommen aber vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das könnte so ein Spiel sein, so ganz typisch, wenn wir gegen Bayern spielen, wo wir uns dann befreien aus der spielerischen Krise, wo wir dann mal richtig einen rausrotzen. Oder wir kriegen halt die Leviten gelesen und die Bayern, die fertigen uns 5-0 ab. So, die beiden Möglichkeiten gibt's. Irgendwie was dazwischen glaube ich nicht. Ihr seht die Truppe, ihr seht die Statistik, letzten 5 Spiele. Haben das letzte Spiel verloren, davor 3 gewonnen. Haben aber nicht so eine gute, gut, nehmen wir mal João Neves und Dybala weg. Haben sie eigentlich nicht so eine gute Reservebank. William Pacho ist mittlerweile in München gelandet. Krattenmacher, Kretzig, gut, ich weiß jetzt auch nicht, was die für eine Stärke haben. Die Startelf, aber die spricht für sich. Ich meine, Barella, Odyssee, Musiala, Upamecano hinten, Dumfries. Dazu noch Jack Grealish, also ist halt auch nicht von schlechten Eltern. Das ist ein super Spiel, ein Top-Spiel natürlich. Es gibt nur Top-Spiele, wenn ich spiele. Also, aber von der Tabellenkonstellation jetzt her meine ich. Zweiter gegen Vierter. Leverkusen ist neuer Tabellenführer, haben aber schon gespielt. Nein, die spielen auch noch. Wolfsburg hat schon gespielt, Dortmund hat gespielt, bleibt weiterhin eng. Also, wer bleibt an Leverkusen dran? Beziehungsweise überholen uns die Bayern. Wir haben 22 Gegentore, das ist halt immer noch lächerlich. Aber auch lächerlich, dass wir mit 42 Toren ja auch mehr haben als zum Beispiel Bremen und Gladbach zusammen. Oder fast so viel wie Bayern und Wolfsburg zusammen. Das muss man auch immer mit bedenken. So, Champions League. Sind wir schon direkt weiter. Wir sind immer noch Tabellenführer und wir haben 4 Punkte Vorsprung auf Salzburg. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass Salzburg nicht die beiden letzten Spiele gewinnt. Haben die Bayern denn gewonnen? Das ist immer hier die interessanteste Frage. Haben die Bayern gewonnen oder haben die wieder verloren? Die haben wieder verloren. Die haben 6 Niederlagen. Ihr rahmt euch das mal ein. Die sind Vorletzter. Nur Craiova ist noch hinter denen, weil die 16 Gegentore haben. Die Bayern, die spielen in der Champions League, ja, ich würde schon sagen, historisch peinlich. 35. von 36 Teams, die kommen nicht mal in die Playoffs. Die können rechnerisch schon gar nicht mehr in die Playoffs. Also die Bayern sind aus der Champions League ausgeschieden, haben gegen Real jetzt verloren. Aber was ist denn bei denen los? Wollen wir noch mal kurz auf die Bayern 11 gucken? Wir gucken mal auf die Bayern 11. Ich möchte mal gucken, was sie so für Spieler noch haben. Was sie so für eine Stärke haben. Hier Profisuche. Und dann gehen wir mal hier in die Bundesliga. Und dann schaue ich mal, was bei den Bayern los ist. Muss ich da mal aushelfen oder wie? Nö. Wo ist denn hier die Bundesliga? Zweite Liga, da, Bundesliga. Dann gucken wir mal. Bayern München. Wen die so alles haben. Also klar, Jan Kutu haben die noch, okay. Der war jetzt nicht mit auf der Bank. Peter Busch ist halt auch ein Nachwuchsmann, aber ansonsten haben die eigentlich eine gute Truppe, ey. Fukui, ist das auch so ein Nachwuchsmann wahrscheinlich? Weiß ich nicht. Grealish, Ibrahimovic, viele Junge halt, ne, die sie mit hochziehen. Maurice Kratmacher, denke ich auch, wird auch ein Nachwuchsspieler. Franz Kretzig, da weiß man halt nicht, was die so für eine Stärke haben. Reece McLeod, dürften auch alles Nachwuchsspieler sein. Also die haben eine gute Stammelf, Startelf, gar keine Frage, aber dahinter wird es ein bisschen, ja, jung, würde ich sagen. Viele, viele junge Leute, braucht halt auch ein paar Saisons. Da muss man vielleicht auch mal so ein Champions League aus hinnehmen, aber 6 Niederlagen aus 6 Spielen. Lassen wir da nur die Ruhe. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen. So, wie sieht es eigentlich hier bei unseren Jugendspielern aus? Da habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt. Ja, da hätten wir Hofmann, der da so ein bisschen raussticht. Ansonsten alle anderen, die überzeugen mich jetzt nicht wirklich so. Müsste ich mich auch mal wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also, das war's. Danke fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hier gibt es immer viel Spektakel zu sehen für die Leute, die hier neu mit dazugekommen sind. Eine schöne Karriere, entspannte Karriere.
Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, unterstützt mich mit einem Abo, mit einem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, zum nächsten Spiel gegen die Bayern zu Hause. Macht's gut. Ciao, ciao.